Die Adjektivdeklination im Deutschen in diesem Video ohne Tabelle, aber mit einer logischen und einfachen Erklärung und vielen praktischen Beispielen. Ich erkläre dir jetzt das Grundprinzip der Adjektivdeklination. Im Deutschen haben wir der, die, das. Wenn wir die Adjektive mit den Nomen deklinieren, dann möchten wir immer genau sehen, ist dieses Nomen der, die, das, ist das im Singular oder Plural und ist das ein Objekt, ein Dativobjekt, ein Genitivobjekt oder ist es im Nominativ, ein Subjekt? Das möchten wir bei der Adjektivdeklination immer genau sehen. Das heißt, es gibt immer einen Marker. Ich nenne es den Marker. Du musst diesen Marker finden und dann weißt du, wie die Adjektivdeklination funktioniert. Okay, und dann gibt es noch ein zweites Prinzip. Es gibt die bestimmten Artikel und die unbestimmten Artikel, beziehungsweise Nomen ohne Artikel siehst du auch manchmal. Das ist die zweite Kategorie zusammen, ja? So, und jetzt zeige ich dir ganz praktisch, wie das funktioniert. Nummer 1. Ich habe hier viele Objekte, die ich jetzt als Beispiel nehmen werde. Das ist mein Kaffee. Kann man das sehen? Ja, hier ist mein Kaffee. Also, der Kaffee, okay, das ist der Kaffee. Und du siehst jetzt, der ist ein R. Du siehst den Marker. Ich kann sehen, welches Nomen das ist. Das ist ein maskulines Nomen, weil ich das der sehe. Gut, deswegen ist hinten die Deklination schwach. Ich brauche kein R, weil das R schon vorne steht. Der schwarze Kaffee. Der schwarze Kaffee. Wenn ich aber jetzt sage, ein Kaffee, das ist ein Kaffee, ein, hier ist kein R. Das heißt, das R kommt jetzt auf das Adjektiv. Ein schwarzer Kaffee. Ein schwarzer Kaffee. Und wenn ich jetzt keinen Artikel hätte, wäre das Gleiche. Schwarzer Kaffee. Das heißt, der schwarze Kaffee, ein schwarzer Kaffee, schwarzer Kaffee. Okay? So ist das Grundprinzip. Ich nehme jetzt einen Schluck. Weiter mit dem nächsten Objekt. Die Schere. Die. Das heißt, die weiße Schere. Die weiße. Du hast das die mit dem E hinten. Das heißt, der Marker ist schon da. Deswegen weiße ist die schwache Deklination. Aber bei die ist es oft so, dass du immer ein E hinten schreiben musst. Mit die ist die Deklination am einfachsten. Und wenn ich jetzt sage eine Schere, dann ist es genauso eine weiße Schere. Das heißt, mit die ist die Deklination oft am einfachsten. Das Taschentuch, das mit S hast du vorne schon, den Marker kannst du hören und sehen, deswegen ist die Deklination schwach. Das leichte Taschentuch. Wenn du jetzt sagst, ein Taschentuch, ein, oh, hier siehst du kein S. Deswegen kommt das S an das Adjektiv. Ein leichtes Taschentuch. Okay? Und jetzt haben wir Plural. Die Stifte. Und du denkst dir, die Plural ist ja auch wie Singular feminin. Wie kann ich das unterscheiden? Ganz einfach. Jetzt ändert sich das Adjektiv, weil das im Plural ist, damit wir zwischen Feminin und Plural unterscheiden können. Und zwar, die bunten Stifte. Hast du es gehört? Die bunten Stifte. Bunt heißt viele Farben, vielfarbig, ja, multicolor. Die bunten Stifte. Und wenn ich jetzt die weggebe, was passiert dann, wenn ich keinen Artikel habe? Bunte Stifte.
wenn kein Artikel vorne ist, dann müssen wir das E auf das Adjektiv geben. Bunte Stifte. Die bunten Stifte. Und wieder umgekehrt, bunte Stifte. Was gibt es noch für bestimmte Artikel? Zum Beispiel, dieser Stift. Dieser ist this, ja? Der Stift, dieser Stift, sowie the pen und this pen, dieser Stift. Und jetzt genau das gleiche Prinzip, noch einmal mit dieser, okay? Also, dieser blaue Stift, this blue pen. Blaue, weil vorne hast du ein R, der Marker ist schon da, das Adjektiv ist schwach. Diese kaputte Brille. Bei Feminin ist es immer am einfachsten. Du hast diese, das ist der Marker, aber die schwache Deklination ist auch E. Diese kaputte Brille. Und eine kaputte Brille, du hörst, ja, es ist kaputte. Diese kaputte Brille. Feminin, Singular. Plural. Diese bunten Stifte. Hörst du's? Bunten. Bestimmte Artikel sind der, die, das, diese, dieser, dieses, jene oder auch das Fragewort welcher, welche, welches. Dann hast du noch alle, zum Beispiel alle bunten Stifte habe ich hier. Alle bunten Stifte, bestimmte Artikel. Und unbestimmte Artikel sind unter anderem mein, dein, zum Beispiel mein roter Stift. Du siehst R, weil vorne ist wie gesagt der Marker nicht da. Und wenn du das Negationswort kein benutzt, dann machst du so, das ist kein blauer Stift. Nein. Und jetzt hast du den Plural mit keine. Was passiert dann? Siehst du, das sind keine roten Stifte. Oh, keine roten. Jetzt haben wir ein N hinten, weil keine schon das Markerwort vorne mit E ist. Keine roten, Plural. Und jetzt zum Beispiel Akkusativ. Im Akkusativ ist nur maskulin anders, sonst ist alles gleich. Das heißt, der Schlüssel, ich habe den Schlüssel und wenn ich den höre, dann mache ich auch en beim Adjektiv. Ich habe den kleinen Schlüssel und ich habe einen kleinen Schlüssel. Ich habe diesen kleinen Schlüssel und so weiter. Das heißt, maskulin und im Akkusativ ist immer en. Und jetzt geht's weiter mit Dativ. Also, wenn ich vorne den Marker habe, also einmal M, einmal R oder N für den Plural, dann brauche ich hinten beim Adjektiv immer nur en. Und genau das gleiche Prinzip ist auch beim Genitiv. Also wenn ich vorne beim Genitiv ein R und ein S habe, dann brauche ich hinten nur noch en. So, ich gebe dir ein paar Beispiele. Die Tasse, in der Tasse ist Dativ und in der weißen Tasse ist Kaffee. In der weißen Tasse ist schwarzer Kaffee. Noch ein Beispiel, wenn der Marker M ist, in diesem großen Haus wohnen viele Leute. Und wie ist die starke Deklination im Dativ? Das gleiche Prinzip wie vorher. Das M, R und N rutscht auf das Adjektiv. Zum Beispiel, ich sage jetzt, ich habe hier Kaffee und Milch, die Milch. Ich trinke Kaffee mit frischer Milch. Es ist die Milch, im Dativ ist es dann ein R, der Marker, mit frischer Milch. Oder wenn ich jetzt sage, ich mache ein Video mit frischem Kaffee. Der Satz ist komisch, aber grammatikalisch korrekt. Ich mache ein Video mit frischem Kaffee. Und nochmal im Plural, ich mache ein Video mit bunten Stiften. Mit vielen bunten Stiften. Nochmal ein Beispiel im Genitiv. Gleiches Prinzip.
Der Preis dieses Stiftes ist Genitiv. Was war der Preis dieses blauen Stiftes? Dieses ist der Marker, du siehst das S und deswegen ist das Adjektiv en. Der Titel dieses interessanten Buches ist kein Stress. Dieses interessanten Buches. Plural. Das Thema dieser Postkarten, das Thema dieser schönen Postkarten ist Taiwan. Dieser schönen Postkarten. Oder auch ohne Artikel. Der Preis schöner Postkarten. Oder ein Beispiel mit Leute. Der Name vieler junger Leute in Mitteleuropa ist beispielsweise Stefan oder Lukas. Und das ist das Grundprinzip der Adjektivdeklination im Deutschen. Ich hoffe, es war nützlich und schreib mir in die Kommentare, wenn du noch Fragen hast. Und schreib mir auch in die Kommentare, welche Themen ich in den Videos für euch bearbeiten soll. Ich freue mich schon auf das nächste Video. Bis bald.